Herzlich willkommen bei Die Macht der Liebe. Hier kommen meine To-Dos für dich, wenn du dein Sexleben aufpeppen willst, wenn du ein glückliches, gutes und erfülltes Sexleben haben möchtest. Erfülltes Sexleben. Erkunde die richtige Position. Jeder Körper ist unterschiedlich, jedes Gefühl ist unterschiedlich und jeder fühlt an jeder Stelle total andere Dinge. Frauen und Männer sind unterschiedlich. Und wenn du das weißt, dann kannst du das ganz gezielt einsetzen und wirklich ausprobieren, welche Stellung gut passt. In der Regel ist es so, dass bei Frauen die Erregungskurve viel langsamer ansteigt als bei Männern. Männer sind so richtig von 0 auf 100 und dafür steigt die Kurve auch schnell wieder ab. Das ist der Grund, warum Männer häufig wirklich auch einschlafen nach dem Sex und die Frau noch gar nicht sozusagen überhaupt durch ist mit dem ganzen Akt. Also redet miteinander, redet über Sex, macht regelmäßige Sex-Talks. Das kann sogar Spaß machen, das kann erotisch sein, das kann zum Sex verführen. Aber da war doch noch was. Ja, Schweigen. Schweigen ist genauso wichtig. Rede nicht, während ihr Sex habt, über Alltägliches. Rede schon gar nicht über Sachen, die dir gerade unangenehm auffallen. Also es gibt da wirklich schockierende Erlebnisse, die sowohl Männer als auch Frauen erlitten haben. Und das muss man wirklich so sagen, das habe ich ganz häufig in meiner Praxis, dass es beim Sex nicht klappt und kommt dann irgendwie raus, vor 5 Jahren hat die Frau mal zum Mann gesagt, nee, so doch nicht, tu mal die Hände da weg oder nee, das kitzelt oder weißt du immer noch nicht, wo du mich anfassen sollst oder so. Und das hat sich so eingebrannt und gerade Männer sind da unheimlich empfindlich, wenn sie so überaus kritische und unfreundliche Ermahnungen bekommen während des Sex. Da kippt irgendwas. Deswegen schweige dann lieber. Es gibt andere Möglichkeiten, dem anderen irgendwann zu sagen, was dir nicht so gefällt. Aber tu es bitte nicht während dem Sex. Umgekehrt, Männer nutzen gern auch mal die Chance zu sagen, oh, du hast aber auch ein Speckröllchen mehr oder solche Geschichten. Oder vielleicht sogar liebevoll, mein kleines Moppelchen oder so etwas. Nee, das ist nicht erotisch, das macht Wunden und das fördert ganz, ganz bestimmt nicht euren Sex. Also schweige lieber. Und es gibt auch einvernehmliches Schweigen. Lausche eurem Schweigen, genieße die Stille. Teilt das, was in dieser Stille passiert. Das kann auch eine ganz, ganz intensive und schöne Qualität haben. Vermeide dauerhafte Lustkiller. Du kennst deinen Partner, deine Partnerin inzwischen wahrscheinlich ganz gut oder kannst dir zumindest, wenn du halbwegs empathisch bist, vorstellen, was in den Bereich Sex hineingehört und was nicht. Häufig ist schon die Verabredung, wollen wir denn jetzt gleich in einer Stunde vielleicht Sex haben oder so, der absolute Killer. Also vermeide die Dinge, von denen du weißt, dein Partner oder deine Partnerin oder sogar du selbst verliert dann einfach die Lust und die Laune. Und das kann alles Mögliche sein. Doofe Angewohnheiten, irgendwas liegen lassen, einen falschen Zeitpunkt vorschlagen oder eben häufig auch Dinge sagen, die gerade nicht dazu führen, dass jemand Lust auf Sex bekommt. Alle schwierigen Themen sind nicht dazu geeignet, zu denken, gleich geht es dann weiter mit dem Thema Sex und auch ja, ich muss noch mal nach den Kindern gucken oder hast du denn auch das Bügeleisen ausgemacht oder irgendwelche Sachen. Ebenso auch vermeide Dinge, die Lustkiller sind, wie Sachen im Raum rumfliegen zu lassen, wenn du weißt, dein Partner oder deine Partnerin mag nicht erstmal über die schmutzige Unterwäsche steigen oder Dinge dieser Art. Ganz wichtig sind auch unwirsche Äußerungen, alles was unwirsch irgendwie ist, wegdrehen oder irgendwas abfällig ist, das sind Lustkiller. Vermeide sowas und ganz im Gegenteil, versuche die Atmosphäre besonders zu gestalten, versucht euch so eine Sexlaune irgendwie zu erhalten oder auch eine Sexsprache zu erhalten. Und ja, das kann eine erotische, eine besondere Sprache sein. Manche benutzen sogar eine Babysprache. Auch dagegen ist nichts zu sagen. Beim Sex ist einfach alles erlaubt, was einander gefällt. Aber macht daraus irgendetwas Besonderes. Benutzt besondere Worte, eine besondere Sprache, eine besondere Zeit und lass die Killer daraus. Lass die Sätze
Ignoriere die Sätze, die in deinem Gehirn sind. Ist das denn jetzt richtig so? Oder liebt er mich wirklich? Oder wenn er mich lieben würde, würde er. Versuch das mal wirklich alles zu eliminieren und dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und darauf, dich wirklich so innerlich auf eine erotische und auf eine schöne und auf eine besondere Zeit, die ganz anders ist als die ganze restliche Zeit, zu programmieren. Wie wenn du so einen Schalter umlegen lernst. Das wäre gut, wenn du das hinkriegen könntest. Das wäre gut, wenn du das hinkriegen könntest. Und mach dir ganz klar, diese Sexzeit ist keine Alltagszeit. Ne, ihr seid da nicht mehr Postbeamter und Lehrerin oder Rechtsanwalt und Einzelhandelsfachkraft, sondern ihr seid einfach irgendwelche Sexwesen mit Wünschen und Bedürfnissen und ihr seid in so einer Blase drin. Stell dir das einfach vor, du besteigst eure Sexblase und da gibt es nur Dinge, die Spaß machen und nur Dinge, die erotisch sind und nur Dinge, die gut tun. Und wenn du doch in deinem Kopf feststellst, ich habe da eine Kritik, ich denke, nee, so will ich das nicht oder so, gibt es andere Möglichkeiten zu erreichen, den Partner dahin zu kriegen, das zu merken, was du eigentlich willst. Zum Beispiel kannst du seine oder ihre Hand an die gewünschte Stelle schieben, ganz sanft. Oder du kannst mit einer besonderen Stimme sagen, das, was du gerade gemacht hast, das fühlt sich richtig gut an. So wird dein Partner viel eher lernen, was du magst, als wenn du sagst, nee, will ich nicht oder so. Also verstanden, wie es gehen soll. Okay? Achte auf den richtigen Zeitpunkt. Krieg mit, ob es der richtige oder der falsche Zeitpunkt ist. Es gibt wirklich den komplett falschen Zeitpunkt, Sex zu haben. Und es gibt tatsächlich auch immer noch Menschen, ich muss ehrlich sagen, es gibt einige Männer, die hatte ich zumindest in meiner Praxis, die wirklich erwarten, dass eine Frau und vor allen Dingen dann, wenn die Männer das Geld verdienen, so ein allzeitbereit Päckchen darstellen sollten. Also das hat auch was mit der Erziehung zu tun, mit den Erfahrungen, die so manche Männer unter sich austauschen. Gibt aber auch Frauen, die das erwarten. Ne? Also kurz, der falsche Zeitpunkt ist nicht gut, um guten Sex zu haben. Und dein Partner mag einen schweren Tag gehabt haben, ein schlimmes Gespräch mit der Freundin, die Eltern sind krank, der Hund musste zum Tierarzt, was auch immer. Die Hormone spielen gerade verrückt, die Tageszeit ist verkehrt, was auch immer. Oder die nicht gelungene Geburtstagseinladung von vor 3 Wochen steckt immer noch in den Knochen. Also irgendwas wird dir noch übel genommen. Alles das kann immer noch darum schwelen und auf keinen Fall solltest du das einfach übergehen und dann erwarten, dass der Sex gut wird. Versuche lieber ganz sanft herauszufinden, ob es für den anderen oder für die andere auch der richtige Zeitpunkt ist. Ebenso, ne, liebe Frauen, wenn die Männer abends nach Hause kommen, sind die halt wirklich häufig kaputt, weil manche haben wirklich echt anstrengende Jobs und viele Männer brauchen wirklich erstmal eine Runde für sich, um runterzukommen. Die können nicht einfach umschalten und je eher man das respektiert und einfach merkt, okay, ich kann jetzt einfach auch nichts anderes erwarten, desto besser wird es funktionieren, wenn man jedem so ein bisschen Raum gibt und wenn man darüber in wohlmeinendem, positiven und konstruktiven Austausch ist, statt dem anderen den falschen Zeitpunkt übel zu nehmen. Dann wird sich viel, viel eher der richtige Zeitpunkt finden. Ein gutes Sexerlebnis zu haben. Vergiss nicht die richtige Vorbereitung. Naja, so mit Achtung fertig los oder einer konkreten Verabredung und dann startet man direkt hinein, funktioniert es selten, dass ein schönes Sexerlebnis daraus wird. Deswegen überlege mal, was du für eine Atmosphäre schaffen kannst, was dein Partner oder deine Partnerin mag oder braucht und auch, was du selber magst oder brauchst. Denn vielleicht bist du ja derjenige, der gar keine Lust hat auf Sex. Dann frag dich mal, was bräuchte ich denn, um in die richtige Stimmung zu kommen? Was stimuliert mich denn oder in was für einer Umgebung kann ich mich denn viel leichter auf Sex einlassen? Und ja, es gibt auch Menschen, die Lust haben, überfallen zu werden. Da wird vielleicht die Frau, die gerade am Herd steht, einfach um die Schulter geworfen, ins Schlafzimmer getragen und beide haben riesen Spaß miteinander. Das gönne ich euch
von Herzen, wenn das bei euch so ist nur halt häufig schwer für Frauen, ohne Vorbereitung guten Sex zu haben. Es gibt auch Frauen, wo das anders ist, aber ich rede für die meisten Frauen, ist das so, weil nämlich auch Frauen eine andere Lustkurve haben als Männer. Die steigt ganz langsam an, bis sie einen Höhepunkt erreicht und fällt dann auch ganz langsam auf der anderen Seite wieder runter. Bei Männern ist das genau andersrum. Die macht zack und ist dann auch wieder schnell unten. Das ist übrigens der Grund, warum viele Männer nach dem Sex gerne schnell einschlafen und die Frau gerne noch ein bisschen weiter schmusen oder weitermachen möchte. Auch da ist wichtig, wirklich wichtig, drauf zu achten. Also in der Regel braucht es irgendwas, um aus dem Alltag oder aus dem, was davor war, überzugehen in eure Sexbubble und finde mal heraus, was ist das für dich und was ist das für den anderen. Kann das ein Duft sein? Kann das ein warmes Bad sein? Kann das ein kleines Gespräch sein? Die Frage, wie geht's dir heute? Kann das ein liebevoller Blick nur sein? Kann das ein sanftes Nackenkraulen sein? Kann das eine Atmosphäre sein mit vielen Kerzen? Kann das ein warmes Zimmer, eine warme Wohnung oder ein Feuer, was ihr im Winter machen könnt, sein? Kann das, wenn ihr draußen seid, eine Decke, wo keine Wiese kratzt drunter sein? Kann das irgendwas Leckeres zu essen sein? Kleine Häppchen oder so, die irgendwie Lust machen. Es gibt unheimlich viel, was ihr einsetzen könnt, um in Stimmung zu kommen. Aber bitte bedenkt, eben häufig braucht man da irgendwas, um in Stimmung zu kommen. Also vergiss nicht die Vorbereitung. Das war's für heute. Thema Sexflaute und was man dagegen tun kann. Alles Liebe und schreibt mir wieder, schreibt mir von euren Erfahrungen, gerne auch von euren Sexerfahrungen, vielleicht auch nach diesem Video. Und ich freue mich auch über Likes und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe und alle Macht der Liebe. Ciao.